Willkommen in der Bastelgarage zu einer neuen und weiteren Ausgabe. Und zwar habe ich jetzt die letzten 2 Wochen wohl so zwischendurch kein Video gebracht. Und zwar Corona hat mich niedergerissen. Aber das ist jetzt mittlerweile wieder einigermaßen im Griff. Und ich freue mich besonders, dass ihr heute mit dabei seid. Recht herzlich begrüßen möchte ich auch meine neuen Abonnenten. Seid mir willkommen. Heute habe ich folgendes Thema, und zwar habe ich hier meine Werkzeugkiste. Die benutze ich eigentlich für meine Akkugeräte. Meine Garage ist im Winter nicht beheizt, und damit das Ganze hier nicht drin friert, habe ich mir diese Kiste hier gebaut. Und das ist aber jetzt im Sommer, muss ich mir irgendeine Aufbewahrungsmöglichkeit suchen, damit das Ganze nicht immer nur so hier in der Kiste rumliegt. Und was ich da gemacht habe, das zeige ich euch jetzt. Zunächst einmal habe ich ja hier meine French Cleat, weil die ausziehbar ist. Also hier kann man Sachen reinstellen. Dann habe ich hier unten drunter diese Aufbewahrungsmöglichkeit für die Stechbeitel gemacht. So, und jetzt habe ich hier drunter Platz, und ich möchte eigentlich meine Akkuschrauber, die ich wie gesagt hier immer in der Kiste liegen habe, hier irgendwie griffbereit haben, dass ich die nur hier einzeln rausziehen kann. Also ich habe dreimal diesen Akkuschrauber und einmal diesen Akkuschrauber. Die sollen alle hier hin, und gleichzeitig möchte ich natürlich oben drüber meine Akkus aufbewahren. Und dazu habe ich mir jetzt hier ein paar Bretter zurechtgeschnitten. Das Unterteil ist 44 x 33 cm groß. Die Seitenteile sind in meinem Fall 9 cm hoch. Und zwar habe ich Folgendes vor. Ich möchte eine Art Schublade bauen und dann hier drin diese Bretter machen. Und auf dieses Brett, die Akkus hier, die sind hier unten gerade. Hier sind sie relativ rund. Das ist ein 45 mm Durchmesser oder 43 mm. Die sollen hier vorne auf dieses Brett mit der flachen Seite aufgelegt werden. So, dass ich halt hier vorne eine schöne Kante habe, dass ich die hier einfach rausziehen kann. Wie gesagt, ein Brett hier hinter, und das soll an der Seite zugemacht werden. Und hier vorne habe ich mir das schon angezeichnet. Hier sollen Löcher rein, so dass die Akkus hier hineingeschoben werden können. Und zwar dann insgesamt 4 Stück sollen da rein. Des Weiteren sollen dann die großen Makita-Akkus, die sollen dann hier vorne hin, dass man die hier schön rausziehen kann. Beziehungsweise ich habe noch mehrere, die sollen dann hier hinten rein. Was ich dafür Zwischenbretter mache, weiß ich noch nicht genau. Ob ich überhaupt welche mache, muss ich mir mal überlegen. Aber im Prinzip, das gibt jetzt erstmal die obere Schublade. Die Aufhängung für die Akkuschrauber machen wir nachher. Hier habe ich mir, wie gesagt, angezeichnet, dass ich hier 4 Löcher, und zwar 45 mm Durchmesser, die säge ich mir jetzt mal hier unten etwas rein. Hier sind die ausgesägten Teile. Das kommt jetzt hier so drauf. Und dann werden die einzelnen Akkus halt hier, sollen die reingeschoben werden. Die liegen halt mit der flachen Seite hier unten vorne auf. Und so sollen die dann aufbewahrt werden. Und wenn ich die dann brauche, ziehe ich mir die einfach hier heraus. Als nächstes würde ich sagen, leimen wir das Ganze mal ein bisschen zusammen. So, räumen wir das mal weg und geben uns jetzt dran, hier die Kiste zusammenzuschrauben. Ich habe hier Vertiefungen reingemacht. Trotzdem machen wir noch ein bisschen Leim da drauf. Das ist doch schon mal ganz nett geworden.
So, das Teil haben wir ja jetzt auch zusammengeschraubt. Das wird jetzt hier drauf geleimt. Die Schublade soll jetzt später hier hin und ich möchte die gern zum Rausziehen machen und dafür habe ich jetzt hier diese 30 cm Vollauszüge. Da habe ich auf der Rückseite doppelseitiges Klebeband dran gemacht. Das mache ich jetzt mal hier gerade ab und klebe das hier an der Seite einmal fest. Dann wird das Ganze noch verschraubt. So, dann wollen wir mal sehen, dass wir die Schublade hier dran bekommen. Ich habe mir hier vorne angezeichnet, bis wohin das gehen muss. Dann wollen wir das Ganze mal, nachdem es fest ist, beladen. Das, was ich jetzt noch machen möchte, das ist, die liegen halt lose hier drin. Und da würde ich gerne, ich habe mir was zurechtgeschnitten, hier ein Brett und hier eins hinmachen, um das zu unterteilen. Damit ich auch noch die anderen Akkus, die ich haben kann, die kleineren, dass ich die dahinter machen kann. So, und dann kann ich das halt jedes Mal, wenn ich einen Akku brauche, kann ich den hier rausziehen bzw. wieder reinstellen. Um den Akkuschraubern auch eine Befestigungsmöglichkeit zu geben, habe ich mir Folgendes überlegt. Und zwar habe ich hier ein 2 Meter Stück sogenanntes HT-Rohr. Das ist eigentlich ein Abwasserrohr, diese grauen. Das hier hat jetzt 75 mm Durchmesser. Und davon schneide ich mir jetzt 4 Stücke à 30 cm Länge mal ab. Jetzt habe ich mir hier eine Markierung drauf gemacht und schneide jetzt hier ein, das habe ich vorher ausgemessen, die Dicke hier dieses Akkuschraubers. Da muss ich 55 mm mindestens haben, damit das da reinpasst. Bei der Makita ist das genauso, das passt auch da rein. Und da bohren wir jetzt hier mit dem Gewindeschneider ein 55 mm Loch rein. Die Löcher sind jetzt schön drin, das spanne ich mir jetzt hier ein und zeichne mir dann mit dem Winkel hier die Löcher größer. Und das schneide ich mir dann mit der Stichsäge einfach hier ab. Soweit sieht das doch schon mal schön aus. Wie gesagt, die Akkuschrauber kommen hier rein und bleiben hier drin hängen. Aber jetzt möchte ich hier noch einen 45 Grad Schnitt haben, damit ich nicht hier immer mich eventuell an den Ecken verletzen kann, wenn ich das so reinschiebe. Das machen wir mit der Kappsäge. Diese Halterungen sollen jetzt hier unten drunter einfach geschraubt werden. Wie gesagt, wenn der Akkuschrauber hier drin hängt, kommt das einfach hier drunter und dann kann ich das jederzeit, wenn ich es brauche, rein und rausziehen. Jetzt möchte ich das eigentlich von hier unten, hier ist das ja auch kein Problem, ein Loch durchmachen, wo seid ihr? Da, ein Loch durchmachen, eine Schraube durch, fertig. Hier hinten am Ende geht das natürlich nicht so ohne weiteres, deshalb bohre ich jetzt hier ein Loch vor, wo ich mit meinem Akkuschrauber durchkomme, beziehungsweise wo ich mit einem verlängerten Bit durchkomme, um oben die Schraube festzudrehen. So, dann schrauben wir das mal hier drunter. Kleine Probe. Ja, das bleibt doch prima hängen. Bestücken wir das Ganze mal. So, und wir können es natürlich auch schön rausziehen und hier oben dann bearbeiten. Das klappt alles wunderbar. Ich habe mir jetzt noch nachträglich hier hinein ein 25 mm Loch gebohrt, damit ich hier die Schublade schön rausziehen kann. Damit wären wir eigentlich schon wieder am Ende von diesem neuen praktischen Teil
wie gesagt, für Akkuschrauber, die direkt griffbereit sind, beziehungsweise die Akkus, die hier vorne drin liegen und jederzeit neu eingesetzt werden können. Was bleibt mir übrig? Ich bedanke mich für euer Zuschauen, für eure Aufmerksamkeit, wünsche euch eine schöne Woche, sage Gruß aus der Bastelgarage, euer Jürgen. Ciao, ciao.